Eierkartons wirken wie die perfekte Kinderstube für Pflanzen. In Wahrheit sind sie aber ein riesiges Buffet für Schimmelpilze. Die feuchte Zellulose nährt sofort hartnäckige Pilze. So gelingt deine Anzucht trotzdem perfekt. Doch der erste Fehler passiert, bevor Erde im Karton liegt. Reiß den Deckel des Kartons immer komplett ab. Die dichte Pappe blockiert sonst den lebenswichtigen Luftaustausch. Danach musst du Drainagelöcher in den weichen Boden stechen. Mach immer 2 Löcher, sonst staut sich das Wasser. Jetzt Erde rein? Nein, viele machen vorher etwas Gefährliches. Viele stecken die Kartons in den Ofen, um fiese Keime abzutöten. Das ist ein Mythos, der die Saugfähigkeit der Pappe zerstört. Durch die hohle Struktur riskierst du nur einen Wohnungsbrand. Hitze stoppt keine Pilze. Spar dir das und füll Erde ein. Doch genau jetzt begehen die meisten den häufigsten Fehler. In eine Mulde passen gerade einmal 2 Esslöffel Anzuchterde. Dieses winzige Volumen kippt bei etwas zu viel Wasser sofort um. Ein Extraschluck entscheidet zwischen Wüste und Matschpfütze. Deshalb reicht es, höchstens 2-mal pro Woche zu gießen. Zu viel Wasser lässt Keimlinge faulen. Doch oben lauert mehr. Um die Keimung zu beschleunigen, wickeln viele den Karton in Folie. Das klappt auch, denn die Samen sprießen so oft 2 Tage früher. Aber darunter entsteht extreme Luftfeuchtigkeit. Deshalb musst du die Abdeckung jeden Tag kurz anheben. Tust du das nicht, züchtest du garantiert den nächsten Schimmel. Trotz allem bleibt der Karton aus einfacher Pappe. Das Wasser weicht das Material auf und zerstört die Stabilität. Nach wenigen Bewässerungen weicht der Boden komplett durch. Stell immer einen Teller darunter, um deine Möbel zu schützen. Aber was ist mit der Farbe auf der Pappe? Vergiftet sie das Gemüse? Viele haben Angst vor den aufgedruckten Farben auf der Pappe. Sie fürchten, dass giftige Stoffe in die junge Pflanze wandern. Moderne Druckfarben sind aber meist unbedenklich. Wer ganz sicher gehen will, nutzt einfach unbedruckte Kartons. Die Pflanze ist nun bereit fürs Beet. Aber pflanz sie nicht so ein. Eierkartons sind abbaubar, weshalb viele sie komplett einpflanzen. Aber die Pappe zersetzt sich oft langsamer, als die Wurzeln wachsen. Die Wurzeln stecken dann in einem harten Gefängnis und verkümmern. Reiß den Boden deshalb großzügig auf, bevor er ins Beet wandert. So haben die Wurzeln direkt freie Bahn für eine sichere Ernte.